Mit einer skelettierten Variante der DeFi Skyline startet Zenit ins neue Jahr 2023. Highlight des Modells ist das offene Zifferblatt mit einem Totalisator, der statt 60 Sekunden nur 10 Sekunden für eine Umdrehung braucht und der es technisch ermöglicht, Zehntelsekunden abzulesen. Die Zenit DeFi Skyline Skeleton konnten wir schon vor Release anschauen, Probe tragen und stellen sie euch nun in diesem Makrovideo vor. In der DeFi-Kollektion zeigt sich die traditionelle Uhrenmanufaktur Zenit von ihrer modernen Seite. Und in der Tat wirkt auch die Skyline Skeleton mit ihrem kantigen Gehäusedesign, dem integrierten Bandsystem und natürlich dem offenen Zifferblatt sehr aktuell. Inspiriert ist die Uhr laut Zenit von der Architektur in modernen Stadtlandschaften, aber auch von den ersten DeFi-Modellen aus den 1960er Jahren. Auch diese hatten eine ähnlich kantige Lünette, damals jedoch noch mit 8 statt wie heute 12 Ecken. Die neue Kantenzahl sorgt im Wechselspiel zu den 12-Stunden-Indizes für mehr Symmetrie und grenzt das Gehäusedesign der Uhr außerdem etwas von den Girard-Genta-Designs für Audemars Piguet oder Girard-Perregaux ab. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 41 mm, wirkt durch das integrierte Band und die wohlproportionierte Höhe von 11 mm, aber deutlich schlanker am Handgelenk. Daran befestigt wird die Uhr mit einem gebürsteten Gliederband mit polierten Facetten, welches auf der Unterseite auf 16,5 mm zuläuft. Oder dem ebenfalls mitgelieferten Kautschukband mit Faltschließe und eingeprägtem Sternmuster. Bei der Qualität der Bänder gibt es bei diesem Modell gar nichts zu meckern. Die Glieder des Metallbands sind miteinander verschraubt und der Schliff geht perfekt in die Bandanstöße über. Auch die Innenseite der Doppelfaltschließe ist mit einer Perlage verziert. Das Kautschukband ist zudem schön weich und wirklich toll und ohne hässliche Guss- oder Schweißkanten verarbeitet. So soll es sein. Durch ein eigenes Schnellwechselsystem lassen die Bänder sich blitzschnell und präzise auswechseln und das auch ganz ohne Übung. Viele Skelettuhren büßen durch fehlende Zifferblätter Ablesbarkeit ein oder sorgen zumindest für eine große Ablenkung. Bei der Skyline DeFi Skeleton ist das überraschenderweise wirklich kaum ein Thema. Dafür sorgen ein außenliegender Minuteriering in Grau mit kantigen aufgesetzten Indexbalken und die verhältnismäßig dunklen skelettierten Platinen im Hintergrund. Zu den polierten Zeigern mit Superluminova-Auflage bieten diese einen überraschend guten Kontrast. Bei der ebenfalls erhältlichen Version in Schwarz dürfte es nicht anders, eher sogar noch besser sein. Technikfreunde kommen beim Modell jedenfalls voll auf ihre Kosten und können durch das Gitter mit Sternmuster die Uhrwerkskomponenten wie Federhaus, Unruh und das grünlich irisierende Ankerrad mit freigestelltem Zenitstern bei der Arbeit bewundern. Das geht nicht nur durch das zifferseitige Saphirglas, sondern auch auf der Rückseite, wo ein dreidimensional gefertigter Rotor in Sternform für die Energieversorgung der Automatikuhr sorgt. Egal, in welche Richtung er sich dreht. Als Betrachter schaut man hier auf das Manufakturkaliber El Primero 3620 SK, ein Derivat des Chronographenwerks El Primero 3600, welches die Messung von Zehntelsekunden möglich macht und erstmals in der Chronomaster Sport verbaut wurde. Auch dazu gibt es bei uns übrigens ein Video, welches wir euch in der Beschreibung verlinken. Das Werk der DeFi Skyline El Primero 3620 hat eine sehr ungewöhnliche Funktion. Beim Kaliber handelt es sich um einen Schnellschwinger mit 36.000 Halbschwingungen der Unruhe in der Stunde, also umgerechnet 10 pro Sekunde. Bei jeder dieser Halbschwingungen vollführt der Sekundenzeiger einen kleinen Schritt nach vorne. Durch eine entsprechende Skalierung auf der Minuterie ist es also möglich, Zehntelsekunden anzuzeigen. Und damit man das auch noch ohne Lupe erkennen kann, entschied sich Zenit bei der DeFi Skyline-Reihe dazu, den Sekundenzeiger statt in 60 in nur 10 Sekunden eine vollständige Rotation durchführen zu lassen. Das sorgt nicht nur für mehr Bewegung und Action auf dem Zifferblatt, sondern macht es bei genauem Hinschauen auch wirklich möglich, die Zehntel abzulesen. Hier seht ihr eine um den Faktor 10 verlangsamte Ansicht der kleinen Sekunde. Was in diesem Clip also 10 Sekunden dauert, passiert in echt in nur einer Sekunde. Trotz des entsprechenden Energieverbrauchs für einen so schnellen Sekundenzeiger hält die Uhr das für ca. 60 Stunden ohne Aufzug durch Bewegung oder die Krone durch. Der Nachteil einer anderen Skalierung für die kleine Sekunde ist jedoch der Verlust der normalen Sekundenanzeige. Um zum Beispiel 40 Sekunden zu timen, muss man entsprechend 4 Umrundungen auf dem Hilfszifferblatt zählen.
Das ist zwar irgendwie etwas unpraktisch, ein zusätzlicher zentraler Sekundenzeiger wäre eine coole Ergänzung zur Zehntelanzeige, aber am Handgelenk hat mir das Modell trotzdem viel Spaß gemacht. Die kleine Sekunde mit dem schnellen Zeiger ist wirklich ein Hingucker. So wie sie hier liegt, kostet die DeFi Skyline Skeleton mit zusätzlichem Wechselarmband 11.800 €. Damit ist sie natürlich teurer als die unskelettierte DeFi Skyline. Das ist klar. Weniger einleuchtend finden wir aber, dass sie auch teurer als die Chronomaster Sport mit Kalibervorbild El Primero 3600 ist. Das lassen wir uns bei Gelegenheit nochmal genauer erklären. Ich hoffe, dass ich euch die Uhr in diesem Video etwas näher bringen konnte. Wenn ja, freue ich mich über ein Like und ein Abo unseres YouTube-Kanals. Das hilft wirklich sehr. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.